Am I muted or not? Hallo? Ja. Hallo, guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Wir fangen mit einer Frage an. Gucken wir mal. So, wir haben am Montag über Fließkomma-Darstellung gesprochen. So, und wir haben auch über Festkomma-Darstellung geguckt. Wenn x aus einer 32-Bit-Fließkomma-Zahl dargestellt wird und y aus Festkomma-Zahl mit 16 Bit vor dem Komma und 16 Bit hinter dem Komma dargestellt, welche dieser Aussagen ist korrekt? So, zuerst, x kann jede Realzahl von minus unendlich bis plus unendlich darstellen. Dann zweiter, die größtmögliche Zahl von x ist größer als die größtmögliche Zahl von x. Okay, die Darstellung von x ist immer besser als die von y. Fließkommazahlen sind generell besser. Dann die Darstellung von y ist immer besser als für die x. Festkommazahlen sind generell besser. Am Ende keine der Antworten oben ist korrekt. Ja, gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit überlegen, aber wir mussten auch über unser Survey sprechen. Ja. Eine kurze Sache noch vorweg, andere Sache. Heute kommt ja das erste Übungsblatt raus. Das ist jetzt gerade eben im Moodle online gegangen. Ihr solltet das also runterladen können. Ihr habt ja idealerweise schon eure Abgabegruppe gefunden oder findet die noch bis zum Ende dieser Woche. Genau aus diesem Grund ist die Abgabe technisch natürlich auch erst ab Freitag 18 Uhr möglich. Also ihr könnt das Blatt jetzt runterladen. Ihr könnt es natürlich, sollt es auch schon in euren Gruppen bearbeiten. Aber der früheste Zeitpunkt zum Hochladen diese Woche ist ausnahmsweise Freitag 18 Uhr, weil wir natürlich erst die ganzen kleinen Gruppen noch im Moodle eintragen müssen, damit das technisch auch alles funktioniert. Okay, dann haben wir in den letzten 2 Vorlesungen versucht, eine Umfrage mit euch durchzuführen und mussten da ja leider feststellen, dass das zweimal nicht geklappt hat, obwohl es vorher geklappt hat. Und gestern hat mich dann ein etwas überraschender Anruf erreicht, wo mich ein netter Herr vom ITMC gefragt hätte, ob wir dann eine Veranstaltung um 16:16 Uhr gehalten hätten und da das Tool Lime Survey benutzt hätten. Seitdem wissen wir jetzt auch, dass es einfach nicht für diese Teilnehmerzahlen ausgelegt ist und wir der Grund waren, warum es nicht funktioniert hat. Also es war einfach die Auslegung des Tools schuld. So, das Lime Survey Zeug ist nur für Distributed Verteiler Umfrage zu machen, aber nicht Realtime-Umfrage, wie wir hier geplant zu machen sollten. Ja, deswegen, man braucht natürlich große Kapazität vom Rechnen und das geht nicht. Ja. Wir müssen überlegen, was wir machen in Zukunft, wenn wir solche Dinge machen sollten. So, mit Slido funktioniert noch alles. Bis 1000 gibt es noch. Wenn wir mehr als 1000 Teilnehmer hier gibt, dann haben wir natürlich auch Probleme. Ja. Okay, gut, dann gucken wir, was ist richtig. Okay? So, letzter, x kann nicht jede Zahl. Wir haben schon gesprochen. Wir haben nur 32 Bit. Wir können nur am meisten 2 hoch
32 verschiedene Zahlen darstellen. Und wir haben auch eine Frage letzte Woche. So, x kann nur weniger als 2 hoch 32 Zahlen darstellen, weil diese besondere Zahl, a number, dort gibt. So haben wir weniger Zahlen als Möglichkeit darzustellen. Und dann die Darstellung, die größte mögliche Zahl für y ist 2 hoch 16, ein bisschen weniger als 2 hoch 16. Die größte Zahl, die wir darstellen können von x, ist 2 hoch 126 mal fast 2. Okay, x ist größer. Die größte Zahl von x ist größer als die größte Zahl von y. So, deswegen, das ist nicht richtig. Die Frage ist, welche Zahl ist Festkommendarstellung und Fließkommendarstellung? Welche ist besser? Festkommenzahlen in dieser Richtung haben wir Festgranularität. Die Granularität ist 2 hoch minus 16 von dieser Frage. Die Granularität von x ist nicht fest. Okay? Die Granularität von x ist ganz klein, wenn der Exponent klein ist. Die Granularität von x ist ganz groß, wenn der Exponent ganz groß ist. Okay? Wenn wir über die Anwendungen gucken, wenn wir brauchen nur Festgranularität, dann ist es am besten mit Festkommendarstellung zu benutzen. Wenn wir brauchen breit, wenn wir keine Ahnung haben, wie groß und wie klein die Zahl ist, dann ist es vielleicht am besten, Fließkommendarstellung zu benutzen. Es ist klar, in Generat, man sollte immer überlegen, welches am besten ist. Für angebetete Systeme es ist besser mit Festkommendarstellen, wenn Festgranularität für das System ist. Wenn für Scientific Computing, wenn wir große Zahl und kleine Zahl beide benutzen mussten, dann müssen wir 14 Points darstellen. Gucken. Okay? Da ich gerade ein paar Fragen auf Slido dazu lese, die Abgabe von Blatt 1 ist ab diesem Freitag bis kommenden Mittwoch, nicht bis kommenden Freitag. Also guckt genau auf die Deadline. Okay, gut. Keine der Antworten ist korrekt. Meistens sind richtig. Gibt es Fragen? Ja, warte mal. I don't get the question, sorry. Noch einmal. Granularität. Granularität, okay. So, jede Stufe, wie groß die Stufe ist zwischen zwei Nummern. So, zum Beispiel, wenn wir mit Naturzahlen gucken, die Granularität ist 1. So, nur 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Dann die Granularität für Festkommendarstellen mit 1 hinter Kommazeichen ist nur 0,5. Okay? So, diese Granularität zwischen zwei Zahlen ist fest, wenn wir Festkommendarstellen benutzen.
diese Granularität ist nicht fest, wenn wir mit Floating Point Darstellung gucken. Wir verändern die Granularität, wenn die Mantisse ist 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dann die nächste Zahl ist nächste Nummer, die 2 mit Mantisse nur, 1 nur, aber mit einem noch größeren Exponent ist nicht gleich wie früher. Okay? Gut? Ist das klar? Oder noch nicht klar? Okay. Wenn es noch nicht klar ist, gucken wir, wie funktioniert hier in Mathematik. So, es geht so. War, glaube hier. Ja? So, wir haben x1. x1 hat Mantisse ist 1,1111111111111. Okay? Dann wir haben x2, so hier wieder nur. Dann m1, m2 ist 1,11111111111111111. Okay? Dann hier ist E1 ist vielleicht nur. E2 hier ist auch nur. Okay? Dann haben wir jetzt die nächste Stufe, diese Zahlen, diese nächste Zahl. Dann M3 ist 1, nur. Dann E3 ist 1. Okay? Ist das klar jetzt? So, die Granularität hier ist Z1, Z2 und Z3. So, Z2 minus Z1 ist 2 hoch nur mal 2 hoch an dieser Stelle. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, minus 17. Okay? Dann die Stelle Z3 minus Z2 ist wie viel? Auch gleich. Ja? Gleich. Noch gleich. Ist auch 2 hoch nur mal 2 hoch minus 17. Okay? Dann machen wir Z4. Ist dann nicht equals to, Punkt, ist E4 ist 1, dann M4 ist 1, nur, 1, dann Z4 minus Z3 ist 2 hoch 1 mal 2 hoch minus 17. Ist das klar? Jetzt? Okay. So, what it means is this one. When you are in the same area, when you stay in the same exponent, you have the same granularity. You change, when you increase the mantissa by one level, you get the increase defined by your exponent. But when you change that to a next level of the exponent, your granularity is multiplied by 2. So, wenn wir über die jetzt okay, egal. Okay, gut.
So, nichts passiert, alles noch in Ordnung. Okay, so, wenn wir über 14 Points gucken, es scheint so aus, und diese, so, hier ist vielleicht nur, und dann in diesem Bereich haben wir kleine Granularität. Okay? Dann hier ist ein Exponent, dann nächster Exponent haben wir große Granularität. Okay, so es ist I1 plus 1 und dann ist ein bisschen größer, weiter. Diese Granularität ist immer Maß hoch 2, dann okay, in dieser Bereich, dann geht weiter, dann so. Das ist dann A1 plus 3 und weiter. Okay? Ist das klar? Oder noch nicht klar? Wenn wir mit Festkommandarstellung benutzen, dann ist diese Granularität immer fest. Also ist das der Abstand? Abstand. Welcher Abstand? Hier, den Abstand zwischen zwei Zahlen ist Granularität. So, in Englisch dann ist Granularity. Also es ist immer größer der Abstand zwischen den Punkten. Nicht immer größer. Die Zahlen mit gleicher Exponent hat gleiche Granularität, gleicher Abstand zwischen zwei Zahlen. Wenn die zwei Zahlen verschiedene Exponenten haben, dann bekommen sie verschiedene Granularität. Okay? Kann man einfach Mathematik gucken. Das habe ich doch gemacht. Any question? Is that too complicated? No one understands me? Do you understand? Ja. Yeah? Okay, good. At least he understands. Also vom Prinzip ist das natürlich ganz einfach. Man hat diese Mantisse und dann gucke ich mir halt an, was ist der minimale Unterschied zwischen zwei Stellen, die ich haben kann. Das ist halt im letzten Bit, wenn sich das ändert, also 2 hoch minus 23 oder so. Und nach der Interpretation wird die Mantisse immer mit dem Exponenten multipliziert. Und wenn ich einen höheren Exponenten habe, ist natürlich dieser minimale Schritt, den ich gehen kann, durch die Multiplikation mit dem Exponenten auch eben größer werdend. Also der minimale Unterschied zwischen zwei Zahlen, die ich mit der Mantisse darstellen kann, wird natürlich einfach mit steigendem Exponenten immer größer. Das ist die ganze Magie. Ja, okay, gut. Gibt es noch Fragen über Festkommandarstellung und Fließkommandarstellung? Die zwei sind nicht gleich, okay? Sind nicht vergleichbar. Muss man immer überlegen, welche besser zu benutzen ist. Okay? Dann gucken wir noch zurück. Wir haben schon über diese verschiedenen Möglichkeiten schon gesprochen, außer diese komplexen Dinge für die normalisierende Darstellung. Das bedeutet hier ist, wenn der Exponent nur ist und die Mantisse nicht nur ist, das bedeutet, die Mantisse ist nicht nur, wenn die alle 31 Bit alles nur sind, dann ist diese Zahl plus nur oder minus nur. Okay? Wenn die Exponent ganz klein, so am kleinsten nur ist, aber die Mantisse nicht nur ist, dann machen wir mit dieser sogenannten Denormalisierung. Was bedeutet Denormalisierung? Ist ganz einfach, dass wir die implizit 1 vollkommen weglassen. Das bedeutet, für die alle Zahlen fangen wir mit dem
der Matisse fängt immer mit 1, etwas. Die Matisse ist immer zwischen 1 und 2. Aber wenn für diese besondere Stelle machen wir die Matisse einfach mit zwischen 0 und 1. Aber kein, okay. Warum brauchen wir es so? So, das bedeutet, wenn wir hier gucken, dann können wir auch ganz kleine Zahlen darstellen. So, wenn wir die Matisse immer einsetzen, dann die kleinste Zahl, die wir darstellen können, ist 2 hoch minus 71, ungefähr. Ja? Okay? Diese Zahl, dieser Exponent mal etwas, 1, etwas, ist immer größer als 2 hoch minus 127. Wenn wir auch die kleinen Zahlen darstellen mussten, dann müssen wir diese 1 weglassen. Okay. So, deswegen, wenn wir hier die ganz kleinen Zahl, so nur minus 127, dann können wir jetzt diese Zahl mal die verschiedenen Zahlen von Matisse. Okay. Das bedeutet, wir lassen diese implizit 1 einfach weg. So, dann die kleine Zahl wir darstellen können. Jetzt ist der Exponent mal 2 hoch minus 23. Okay? Gut. Gibt es Frage hier? Dann haben wir alle Dinge über Fließkommadarstellung, über alle Zahlendarstellung schon geguckt. Es gibt natürlich ein komisches Ding. Ja. So, ist nur größer oder minus nur größer? So, which one is, if you compare 0 and minus 0, what do you expect to get? What do you think from standard, Christian? From the mathematics point of view, you would probably say 0 represents something that is a bit higher than 0, but not representable. So I think if I remember the floating point standard correctly, it first of all says that minus 0 should not be a number which should be compared to other numbers, because minus 0 is actually used to indicate incomputable results like square roots of negative numbers or something. So it's used as such a special case, but not really meant to compare to other numbers. But of course, the comparison to plus 0 will deliver a result. Yeah. So this 0 and minus 0 are different from the two zeros, the single 0 you think of. They are not real 0. They are only defined as 0. Okay. And because they are defined as 0, the standard defines whatever it wants. Huh? So the standard says that minus 0 is equal to 0. Okay, if you do the comparison of them. Okay, good. That's it. Any question? So, if not. Das ist übrigens sehr lesenswert, der Fließkomma-Standard. Es sind 58 Seiten und man lernt viel über die Zahlen. Okay, dann gehen wir weiter zum Boolean Funktion. So, wir verstehen jetzt, wie die Zahlen funktionieren. Wir brauchen nur 0 und 1, um die alle Zahlen, die wir Interesse haben, darzustellen. Es ist 0 und 1. Dann brauchen wir auch etwas zum Berechnen. So, was wir kennen jetzt ist nur die Darstellung.
So, in dieser Darstellung brauchen wir nur und 1. Die nächste Ding, das nächste Ding, wir brauchen, ist Arithmetik. Wie kann ich 1 plus 1 richtig berechnen? Natürlich, ja, nicht bei Hand, aber bei Logik. So, wir brauchen Logik. Wir brauchen deswegen Logikfunktionen, wir brauchen auch boolische Funktionen hier. So, was brauchen wir? So, es gibt zwei Dinge hier, Trick oder Treat. So, Trick ist ein Variable und Treat ist andere Variable. So, x und y. So, you can do Trick or Treat. So, die zwei, Trick or Treat. Dann natürlich auch Trick und Treat. Okay, Intersection. Trick, XOR Treat. Es bedeutet, es kann nur in Trick oder in Treat sein, aber nicht in beiden sein. Okay? Or Trick not or Treat. Die Negation von Trick or Treat. Und Trick, then Treat, not and. So, die Negation von Trick and Treat. Dann Trick, x not Treat, die Negation von Trick, x or Treat. Okay? Gut. Es ist ein bisschen auch zu früh. Vor Holy Wind in 2 Wochen. Wir haben am 31. Oktober Holy Wind eine Vorlesung frei gemacht. Übungen finden statt an dem Tag, aber Vorlesung ist frei am 31.10. Genau. Yeah, so happy Halloween on the day. So don't make it too crazy. It's expected to be super spreading events. So keep your distance, keep the corona records in mind, and hope that you would enjoy trick or treat, or trick and treat, or trick X no treat, depending on which one you want to use with your friends. Okay. So, boolische Funktionen. Wir sollten über die boolische Funktionen diskutieren. Wir fangen mit Anleitung. Wir werden heute über boolische Algebra und Repräsentation von boolischen Funktionen diskutieren. Am nächsten Woche sprechen wir über die Normalformen von boolischen Funktionen und dann die Repräsentation von boolischen Funktionen mit OBDDs. Und dann wir diskutieren ein bisschen über Schattennetze und dann können wir Arithmetik machen. Okay? So what I say here is that you first learn what 0 and 1 means, and then you learn the logics, and after that you are able to compute. So we are able to compute over here. Okay, boolische Funktionen. Es ist vielleicht schon bekannt. So Aussagenlogik oder Propositional Calculus auf Englisch. So SAS ist Aussage mit eindeutig Wahrheitswert. Der Wahrheitswert ist entweder wahr oder falsch. Wahr ist 1, falsch ist 0. Ja? Und die neue Aussage entstehen durch Verknüpfung von Aussagen. So, wenn wir ein paar Aussagen haben, trick oder treat und treat, dann können wir die zwei Aussagen mit Verknüpfungen einbinden. So, welche Verknüpfungen können wir benutzen? Konjunktion, das ist and. Disjunktion, oder, und Negation, nicht. Die Negation von wahr ist falsch, die Negation von falsch ist wahr. Okay? Gut.
Keine Frage, das ist ganz einfach. So, ich habe schon gesagt, wir haben A und B als zwei Aussagen. So, das Negation. Die Negation von A, wenn A falsch ist wahr. Wenn A wahr ist die Negation von A falsch. Die Konjunktion, so falsch und falsch ist falsch. Falsch und wahr ist falsch. Wahr und falsch ist falsch. Wahr und wahr ist wahr. Disjunktion, falsch oder falsch ist noch falsch. Falsch oder wahr ist wahr. Wahr oder falsch ist wahr. Wahr oder wahr ist wahr. Okay, alles verstanden? Wenn nein, dann, if you don't understand what I'm talking here, please raise your hand. Here, if you don't want to raise your hand here, you can raise your hand from Slido or YouTube. Because this is the most important thing for today, how we start with. Okay, good, logic. No question? So Boolean function, Boolean algebra. So ein Algebra, eine Boolean Algebra ist eine spezielle algebraische Struktur, die wir Eigenschaften der logischen Operation und oder und nicht benutzen können und die Eigenschaften der Menge, Theorie, Verknüpfung, Durchschnitt, Vereinigung und Komplement machen können. Okay, so für ein Algebra brauchen wir einfach die Elemente. So, welche Elemente haben wir mit Boolean Funktion? Es ist pur, entweder 1 oder 0. Okay? Und wir haben zusammen 3 Operationen. Und nicht. Okay? So, man kann sagen, dass x oder y, so wir haben jetzt nur oder 1, so schreiben wir, so hier ist out, nur, 1, 1. Nur 1. Diese out, so diese Operation O ist jetzt nur 1 und es ist nur 1. Okay? Deswegen x oder y ist gleich wie die Maxima von x und y, gleich hier. X und y ist gleich wie die Minima von x und y. Die Negation ist einfach 1 minus x. Wenn x 1 ist, dann ist die Negation nur. Wenn x nur ist, dann ist die Negation von x 1. Okay, dann wir alles definiert. Okay? Gut. Das bedeutet, was haben wir? So falsch ist nur, wahr ist 1, Konjunktion ist und, Disjunktion ist oder, Negation ist nicht. Die zwei sind äquivalent. Okay, so in Boolean Algebra gelten viele Gesetze. Es gibt Kommunalität, Assoziativität, Distributivität, Neutralelement, Nur-Element, Idempotenz, Involution, Absorption, Resolution, Komplementarität und die Morgans-Gesetz. So, diese müssen wir leider alles verstehen, aber
Es ist vielleicht auch nicht so kompliziert, diese zu nehmen. So, Kombinalität. X oder y ist gleich wie y oder x. Ist so einfach. Ja? X und y ist gleich wie y und x. Man kann die zwei Stellen umtauschen. Associativity, x oder y zum s und dann oder z ist gleich wie x zum s y oder z und dann oder x. Ist gleich x und y und z ist gleich wie y und z und dann und x. Gut. Distributivity x und x oder y. So, zum s y, Entschuldigung, zum s y oder z und dann und x. Okay? Dann kann man, es ist wie Multiplikation. So, a mal b plus c ist gleich wie a mal b plus a mal c. Okay? Distributivity. You learn that in algebra. Man kann denken, dass und ist gleich wie Multiplikation und plus ist gleich wie, Entschuldigung, oder ist gleich wie plus. In plus times algebra. Okay? Man kann so denken. Und dann x oder, so zuerst y oder z, dann x oder y oder z ist gleich wie x oder y, dann und x oder z. Okay? Nur Element. Das bedeutet, welche Element ist, dann brauchen wir kein, ich mache hier zuerst hier, nur Element, x oder dieses Element ist gleich wie dieses Element. So, x oder 1 ist 1, x und nur ist nur. Das ist gleich, x mal 1 ist x, Entschuldigung, nicht hier. So, x mal so, x mal nur ist nur, also dieses Element, okay? Und dann gibt es, ja, gut. Und Neutral-Element, x mal etwa, x und oder etwas ist x. So, x oder nur ist gleich wie x. X und 1 ist gleich wie x. Okay? Das kann man machen. X oder x ist x. X und x ist x. Ups, ganz vergessen. Entschuldigung, danke. So, what do we have? Slide number 5. Okay. So, okay. Wie lässt sich der Aussagenlogik Ausdruck x und not x auch darstellen? So, x und nicht x, x und not x, x and not x. So viele. I also forget to show this actually polyformant. Lasst euch auch nicht von der Notation in der Frage verwirren. Normalerweise nimmt man natürlich die Symbole, die auch auf den Vorlesungsfolien stehen, also für das Nicht halt den Strich darüber und für das Und halt dieses umgedrehte V. Aber manchmal lassen sich diese Symbole einfach nicht darstellen und dann muss man eben gucken, dass man mit Text ein bisschen drumherum kommt. Also wir versuchen immer die richtigen Symbole wie auf den Vorlesungsfolien zu verwenden und die solltet ihr auch immer verwenden. Aber manchmal, wenn man reinen Text zur Verfügung hat, geht es leider einfach nicht. Ja, gut. So. Ja,
in that vision, ja, mache ich später. Okay, gut. Dann Voting. So x und nicht x ist, so entweder x1 ist, dann x und nur ist nur, oder nur und 1 ist auch nur. So beide sind nur. Okay? Gut. Next. Yeah. I just wanted to comment on that. Wer hat diese boolische Algebra erfunden? So, Claude Shannon, Jianjia Chen, Georg Buhler, George Buhler, Ludwig Boltzmann, Max Planck, Carl Gauss. Yeah, when I gave the lecture, I was like, where was this slide about? We had to talk about who invented this bullish function, but somehow could not find it. Okay, I think I will get a lot of votes. Just for a reason that, let's see. I think I get more and more votes over the years. Okay, so everyone knows me as a lecturer. And Carl Gauss, what do you do? Carl Gauss? Gaussian? Okay. Okay. So no one tried with Max Planck, Ludwig Boltzmann, and Claude Shannon. I leave the joy to you. We have no time today to talk about their contributions. I think their names, everyone in this list got a very nice contribution to mathematics, physics, and informatics. Okay. So I hope at least after this lecture, you spend some time looking at the names. Okay. So it was invented by George Boole. As a mathematician in the 19th century, he developed the whole stuff, but no one used that. It was a bit sad that he invented this algebra system, developed all the nice theory behind the algebra system, but was not useful. Okay, until Claude Shannon used bullish algebra, used his algebra, the algebra developed by George Boole in his master thesis. And then Claude Shannon developed the circuit theory based on the bullish function. And that's the reason why we start with the bullish function. And the term Boole, the year you use Boole or the bullish function, you may think, what is that for? It's defined as 0 and 1. Huh? It's named after Boole, named after George Boole. Okay. And it was actually adopted by Claude Shannon. And then nowadays, it's still used in designing circuits and designing all the stuff we have, because we use 0 and 1 in computer systems. Okay? I did not invent that. Just for that declaration. Okay, good. I have to remember that I have to take this out, and then let's go back. Good. So wir waren hier. So, dann, es gibt Evaluation, so die Negation, dann nennen wir mit dieser Symbol, so x, die Negation von x,
Die Negation von x ist x. Okay. I do not want to go to a lecture today. Means I do go to a lecture today. Okay. Although I do not want. I'm sorry. Absorption. X oder y und x. So, es bedeutet, das ist x und x und dann, oder y und x. Das ist x und x ist immer ohne x. Ja? So, das ist einfach y. Entschuldigung. Noch einmal gucken. So, x und x ist x. Und was habe ich falsch gemacht? Das noch einmal zurück. So. So, das ist x und x, das ist x, oder, okay, verstehe ich, x und y. Das bedeutet, wenn es ist egal, was y ist, wenn x nur ist, dann ist es nur, wenn x 1 ist, dann ist es 1. Ja, das ist einfach x. Es hängt nur von x ab. Das ist gleich, wenn wir über x und y dann auch x machen. Dann Resolution. Das bedeutet, wenn wir die zwei Dinge gucken, x oder y und nicht x oder y, dann, ob x nur ist oder 1 ist egal. Es hängt nur von y ab. Das ist gleich wie andere. Okay. Komplementarität kann man auch gleich machen. Die Morgen. Es ist ein bisschen komisch. Wir erkennen das De Morgans-Gesetz gleich an. Okay? Wie können wir diese Gesetze überweisen? Das kann man einfach mit dieser Werttabelle machen. Okay? Wir bekommen unsere Form von rechts und Format von links. Wir gucken, ob die zwei gleich sind. So, x oder y, dann und x. So, schreiben wir einfach die alle Kombinationen an. So, x oder y haben wir x entweder nur oder 1 und y entweder nur oder 1 sind. Dann schreiben wir die alle 4 Möglichkeiten. So, nur 1, 1, nur 1, 1. Dann x oder y, so nur oder nur ist nur oder 1 ist 1, 1 oder nur ist 1, 1 oder 1 ist 1. Okay? Dann machen wir weiter mit x. So, gucken wir jetzt die zwei Dinge. Nur oder nur ist nur oder 1 ist, Entschuldigung, nur und nur ist nur und 1 ist nur, 1 und 1 ist 1, 1 und 1 ist 1. Okay? Dann rechts Seite, so nur ist, hier gucken wir einfach nur x. So, die 2. Dieser ist gleich wie dieser. Dann die 2 sind gleich, deswegen haben wir das Absorptionsgesetz überwiesen. Ja, ist richtig, glaube ich. Okay, my German is not a good
one, but I try my best. Okay, so let's look at this one. Any question so far? If not, nächste Frage. Ah, sorry, zu schnell. So, wir haben die boolische Algebra gesprochen. Dann wir brauchen auch Funktionen von dieser boolischen Algebra. So nehmen wir an, dass wir eine Funktion f mit n Bits und Variablen von Eingabe bekommen und dann die Ausgabe brauchen wir m Bits, verschiedene Bits darstellen, dann ist es eine boolische Funktion. Es ist gleich wie diese Funktion, wenn wir f von x, so dann schreiben wir x ist in Real Number, dann das geht zu Real Number. So zum Beispiel f von x ist x hoch 2, ja? So Real Number zum Real Number. Dann wir machen hier boolische Funktionen, dann die boolische Funktionen bekommen wir ein paar Bits und die Ausgabe ist auch ein paar Bits. Wir bekommen ein Bit aus Eingabe und die Ausgabe ist mit Bit. Okay? Dann b hoch nur bedeutet, dass wir bekommen gar nichts. Ja? Okay? So, meine erste Frage. Wie viele Funktionen gibt es? So, f von b hoch nur zum b hoch 1. Wie viele Funktionen gibt es? Hier, es ist ein bisschen komisch. Ja? Keine Eingabe. Ich brauche keine Eingabe. So, dann ist diese Funktion. Es gibt zwei Funktionen. f von egal ist 0 oder f von egal ist 1. Okay? So, es gibt zwei Funktionen. Es gibt zwei verschiedene Funktionen. Wenn wir b hoch 0 zum b hoch 1 machen möchten. Ja, dann b hoch n ist die Menge von allen n Stellen, Bits von b. Okay? Dann, wie viele Funktionen gibt es von b hoch 1 zu b hoch 1? Gibt es Meinung hier? So, b hoch 0 zum b hoch 1 haben zwei Funktionen. Andere Farbe. So, I don't want to do this. Two functions. b hoch 1 zum b hoch 1, wie viele Funktionen gibt es hier? So, schreiben wir vielleicht. So, f von x. X ist entweder 0 oder 1. Dann können wir aus x oder nicht x oder nur oder 1 hier machen. Es gibt zusammen 4 verschiedene Funktionen.
Okay, so gut. So, f b hoch 2 zum b hoch 1. Wie viele Funktionen gibt es? So, das brauchen wir. Natürlich, glaube schon Frage. Hier. Das, okay, das haben wir schon gemacht. Next one. Wie viele Funktionen gibt es von b hoch 2 zum b hoch 1? I think I have to apologize that it seems that I'm not aware of which questions we are going to ask you. Yes, that's true. We designed our questions 3 years ago, and three years ago I was fully aware of the connection between the questions and the lecture. I think this year we had still some blur ideas how the questions we want to ask you. I think this year I somehow lost the connection between these two. I would improve that next time. At least I would look at the questions we want to ask before the lecture so that I get a better connection between these two parts. Okay? So let's go back. Schreiben wir vielleicht. So, f von x und y. Es gibt zuerst nur und am Ende 1. Okay? Dann, was können wir machen? So, wir können x, y dort machen. Okay? Dann nicht x, nicht y. Okay? Dann es gibt x oder y, x und y, nicht x oder y, x oder nicht y. Und weiter. So, wie viel habe ich schon geschrieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mindestens 10. Es gibt natürlich auch mehr. Okay. So, I forgot to look earlier. So, let's have a look. So, according to my example, it cannot be less than 10. So it's 16. So, warum es zusammen 16? Wir gucken mal. Die Ausgabe ist entweder nur oder 1. Und die Eingabe haben wir zusammen 2 hoch 2. Verschiedene Kombinationen. Für jede Kombination dann bekommen wir eine einzig nur oder 1 in unserer Ausgabe. So, es gibt zusammen 2 hoch n verschiedene Funktionen. So, es ist 2 hoch 4, wenn n 2 ist. Okay? Wir so genau machen. Das bedeutet, wenn wir Bits aus Ausgabe haben in dieser Funktion f, dann haben wir 2 hoch m verschiedene Ausgaben. Okay? Und dann diese
Kombinationen von Eingabe ist 2 hoch n. Dann bekommen wir 2 hoch m, dann 2 hoch n verschiedene Funktionen. Okay? Schreiben wir einfach hier b hoch 1 zum b hoch 1. Das wie schon gesagt, es ist diese Funktion kann konstant nur ist, kann konstant 1 ist, kann f von x ist x oder f von x ist die Negation von x. Okay? Gut. b hoch 2 zu b hoch 1. Dann gibt es zusammen 16 verschiedene Funktionen. Das schreiben wir hier einfach so. Wir haben 2 Variablen hier. Diese Ausgabe ist entweder diese Eingabe ist entweder nur 1, 1 nur oder 1, 1. Okay? Das ist unsere Werttabelle. So, wir haben dort nur 1, 1, nur 1, 1 aus x1 und dann x2 dort geschrieben. Da haben wir eine Funktion f. Okay? So, dann schreiben wir einfach nur hier. Diese ist eine Funktion. Okay? Die zweite Funktion ist dann, so hier ist f nur, dann f1 ist nur 1. Okay? Schreibe ich andere, so vielleicht besser nicht hier. Andere Stelle. So, wie sollten wir diese Funktion verstehen? Ne? Ups, nicht. So, x1, x2, nur 1, 1, nur 1, 1. Okay? Dann schreiben wir hier zum ersten einfach nur 1, nur 1, nur 1, 1, nur 1, 1, nur 1, nur 1, nur 1, nur 1, 1, nur 1, 1, 1, 1, nur 1. I'm going to get lost. I hope I write everything. Do I miss anyone? Okay. Then I call this function f0, this is f1, this is f2, this is f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14. If I have to do this to earn my salary, that would be very difficult. Okay? Good, let's call this function 0. Let's call this function 1. Okay? Let's call this function and let's call this function out. Okay? Let's call this function x out. And let's call, what else do we need? I think, let's try to do this. So, 0, 0, 1, 1, where can I see you? 0, 0, 1, 1, let's call this x. Okay, good. I lost that. So 0, 0, 1, 1 is x. So basically, this is x. This is 1, this is AND, this is exclusive OR. Okay, this is OR. And then this is O, so we take these two. There's a negation. This is not O, no. Okay, this is AND,
let's take a negation. So 1, 1, 1, 0. This is not end. Okay. And then this is identical as x1. And the negation of this one would be not x1. This is the same as x2. So the negation of this would be not x2. And so on and so forth. We just give it a name. Any question for this? Is it important to memorize the names? Of course, not. It's important to write them from beginning to the end? Of course not. But you should understand that you have to do this with the important functions and odd, x odd. And what else? X and odd, x odd, not x odd. What else? And constants, these two constants, yeah, okay. Good. Any question for this? Keine Frage, das ist nicht zu schwierig. Okay. So. Was brauchen wir? Wir benutzen diese Symbole. Konjunktion ist immer mit dieser Symbole. Disjunktion ist odd. Negation ist diese Negationssymbole. Äquivalenz, x odd, ist x odd. Äquivalenz bedeutet, einer von die zwei ist 1, aber beide kann nicht 1, sind nicht 1. Und wir brauchen auch Abkürzungen. Also es ist zu schwierig, alles zu schreiben. So, ich habe schon gesagt, Konjunktion ist gleich wie Multiplikation. Wenn wir a mal b schreiben mussten, dann schreiben wir Äquivalent mit ab. Ja? Also gleich hier, wenn wir nicht x1 und x2 Konjunktion machen mussten, schreiben wir einfach nicht x1, x2. Gleich wie Multiplikation. So, Funktion 6, das ist exclusive all. So, Funktion f6, nur 1, 1, nur 1, 1, das ist nur 1, 1, nur. Okay? Gut. Man sollte ein bisschen aufpassen machen, weil wir schon Dinge abgekürzt. Die Notation ist abgekürzt. So. Die Negation von x1 und x2 ist nicht gleich wie die Negation von x1 und die Negation von x2. Okay. So, x1, x2 schreiben wir einfach hier. Die Negation von x1 und x2 ist dann 1, 1, 1 nur. x1 und x2 ist nur 1. Dann die Negation von nur 1 ist 1, 1, 1 nur. Die Negation von x1 und die Negation von x2. So, hier gibt es Lücke. Hier. Ist das clear? Dann ist zum ersten die Negation von x1 und die Negation von x2. Hier ist 1 und 1 ist 1. 1 und nur ist nur. Nur und 1 ist nur. Nur und nur ist nur. Und die zwei sind nicht gleich. Okay? Gut. Gibt es Fragen? Nein? Okay. Wir sind ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Ja. This is the first time we finished in time. So far. Oh, machen wir weiter. Okay. Gut. Natürlich, das war eine Übersetzung und wir können noch einmal gucken, wie wir ein paar Strukturen machen.
So, wir haben eine Werttabelle und eine Funktion. Diese Funktion müssen darstellen ist F5. Früher. So, dann in dieser Funktion schreiben wir einfach, so F5 ist hier. Okay? Dann denken wir, das ist x2. Aber wie können wir die Einrichtung bekommen? So, diese Funktion f würden wir gucken über die zwei Dinge, an die zwei Stellen. So, es gibt zwei einzige 1 hier. Das bedeutet, wir können vielleicht mit Lineartransformation machen. Wir brauchen zwei Funktionen, wir brauchen zwei Funktionen, sodass in jeder Funktion nur einzige 1 hier haben und die andere Stelle nur sind. Okay, gucken nochmal. Wir haben diese Funktion f. Auf dieser Funktion f gibt es zwei Stellen mit 1. Und wir mussten diese Funktion f mit der Basislogik in der und oder odd oder Negation darstellen. Wir brauchen nichts kompliziert. Okay? Wenn wir mehrere Variablen bekommen, dann können wir auch Dinge nur mit und oder Negation, nichts zusammenbauen. Ansonsten müssen wir die alle 16 Funktionen weitermachen. Wenn wir b hoch 3 zum b hoch 1 nennen mussten, dann es gibt zusammen 64 Funktionen. Dann müssen wir die alle Dinge erinnern. Okay? Wie können wir diese Dinge ein bisschen Strukturen machen? So, wir benutzen noch einmal die Werttabelle, aber in dieses Mal schreiben wir ein bisschen anders. Wir schreiben hier mit die zwei Einsen, schreiben wir zwei Funktionen. Die erste Funktion ist einfach an dieser einzigen Stelle 1 und an anderen Stellen nur. Okay? Und die andere Funktion hatte nur an dieser Stelle 1 und die andere Stelle nur. Okay? Gut. Wir brauchen nur in die eine einzige Stelle 1. Und das bedeutet, wenn wir hier 4 Stellen haben, dann haben wir nur 4 verschiedene solche Funktionen. Welche Funktionen ist es? In dieser Funktion m1 ist einfach, was ist diese Funktion? Diese Funktion ist einfach nicht x1 und x2 von m1, Entschuldigung. So, das ist immer einfach nicht x1 und x2. Okay, gucken wir, was ist richtig. Nicht x1 und x2 ist nur, wenn beide nur sind. So, x2 ist nur, dann nicht x1 und x2 ist nur. Dann nicht x1 und x2 ist 1, wenn x1 nur ist und x2 1 ist. Die einzige Stelle, nicht x1 und x2 ist 1. Die andere 2 ist auch nur. M3 ist x1 und x2. Das haben wir schon früher gesprochen. Okay? Gut. Das bedeutet, wenn wir dann am Ende hier die zwei Funktionen zusammen
bauen, zusammen, also wenn wir die zwei Funktionen verbinden und eine Funktion zusammenbauen, dann M1 oder M3, okay, machen wir jetzt, M1 oder M3 ist jetzt hier nur 1, nur 1. Dann dieser ist gleich wie diese Funktion f. Okay? Gut. Dann, wir bauen mit diesem Konzept, dann ist es einfach, wir sollten zuerst über die Funktion dieser einzig 1 gucken und wir definieren das, wir gucken jetzt, wir haben zusammen 2 hoch n verschiedene Eingaben, dann indexen wir zuerst diese, so von 0 bis 2 hoch n minus 1. Die erste Funktion ist m nur, die zweite ist m1, dann m3 und weiter und weiter. Und diese Funktion sollte für diese Indexe, so m1 ist nur 1 an dieser Stelle, aber nicht 1, aber nur an anderer Stelle. Okay? Dann, wir sagen so, ist diese Funktion Wert von einer Index 1 ist, nennen wir den Index einschlägig. Wenn für dieser Index 0 ist, dann nennen wir den Index nicht einschlägig. So, wir haben zusammen 4 Stellen hier für diese Funktion f6. f6 hier, diese Funktion f6. Dann ist es nur 1, 1 nur. Dann an dieser Stelle ist nicht einschlägig, diese Stelle ist einschlägig, diese Stelle ist einschlägig und diese Stelle ist nicht einschlägig. Okay? So, es bedeutet, wir haben die einzige Funktionen für die Einschlägigkeit schon definieren und diese Funktion ist auch undeutig. Mit einigen deutlich. Okay? Is that clear? So you define basically this nice, you have 4 indexes, you define 4 functions, and for each of them, they have only one in the index, it represents 4. And the other positions will be 0. Okay. Gut. Diese Funktion ist mit sogenannten Mintent. Okay. Die boolische Funktion mi, die wir früher schon gesprochen haben, ist nur für Index i einschlägig ist und diese Funktion ist mit Mintent zum Index i genannt. Dann, was ist wichtig für diese Funktion? Wir haben schon geguckt, ist, wenn wir jetzt über die Eingaben noch gucken, wenn an dieser Stelle xj nur ist, dann setzen wir nicht xj. Wenn diese Stelle ist an dieser Stelle xj1 ist, dann setzen wir einfach xj. Wie wir früher schon gemacht, diese Stelle ist 1, x1 ist nur, setzen wir mit nicht x1, hier ist 1, dann setzen wir x2. So, der Mintent hier ist nicht x1 und x2. Der Mintent hier ist x1, x2.
question, is this 9 or a 9? Okay. This 29, right? Ja. Okay. Gut. Dann die anderen Dinge, die Sätze haben wir schon gemacht und dann machen wir mit Konjunktion. Okay. Ja, gut. Machen wir diese zwei Dinge zusammen mit Konjunktion. Und später würden wir noch sagen, es gibt Literat, es gibt Variablen, dann diese Literat sprechen wir später genau. Ein Literat ist entweder der Variable xj oder die Negation von xj. Okay. So we will talk about it later, in more precise. You will also learn that later in the lecture of logic. Okay. Dann gucken wir noch einmal Beispiel zum Index und Minten. So diese Funktion x6, haben wir die zwei Eingaben x1 und x2, so nur 1, 1, nur 1, 1. Haben wir Index nur 1, 2, 3 gemacht. Dann f6 ist nur 1, 1, nur. Haben wir die zwei Stellen einschlägig. Dann diese Funktion f6 ist einfach nicht x1. Nicht x1, x2 oder x1, nicht x2. Ja? Gut. Any question? No? Dann machen wir andere als Beispiel. How can I? Let's do it here. So. Nehmen wir andere Funktion. So, f11. Was ist 11? So, 1, nur 1, 1. Okay. Gut. So, es gibt drei Mintenne. So, f11 von x1, x2 ist einfach nicht x1, nicht x2 oder x1, nicht x2. Oder x1, x2. Okay. Any question? Dann wir noch f7. f7, x1, x2 ist nicht x1, x2 oder x1, nicht x2 oder x1, x2. Okay. Natürlich f15. 1, 1, 1, 1. So, f15 ist nicht x1, nicht x2 oder nicht x1, x2 oder x1, nicht x2 oder x1, x2. Okay? Das sollte ich noch einmal machen. f1. Nur 1. f1 ist x1, x2. Okay. Any question? Ja, warte mal. Sorry.
Wie kamst du auf der Folie davor auf F11 und so? Also sofort auf der Folie davor. Ja. Also mir ist klar, wie man auf F1 kommt, aber wie hast du es jetzt hingekriegt, F11 einfach so sofort dahin aufzuschreiben? F11? F11 Nein, oder F7? ich habe keine Ahnung, welche Funktion es ist. Ich schreibe einfach 1 nur 1, 1. Und 1 nur 1, 1 ist 11. Ja, aber ich meine jetzt Dann mit den nenne ich Xen. diese Funktion F11. Ja, ich meine jetzt mit den Xen aber. Mit Die den X, Xen. okay, gucken ja. wir. F11? Woher kommt das? Ja. Jetzt bei F11 oder F7 oder F15? So, F11, machen wir später. F11 gibt es zusammen 3 Stellen mit 1. Okay. So, Stelle 1, Stelle am obersten ist mit x1 nur und x2 nur. Dann schreiben wir, wenn es gibt ein Nur von dieser x1, schreiben wir nicht x1. Ein Nur dort, dann schreiben wir nicht x2. Christian, kannst du zurückgehen? Eine Folie? Ja, das sind 2 Dinge. Wenn wir über diese Stellen gucken, es gibt 1 hier, ist, wenn diese Eingaben an dieser Stelle nur ist, setzen wir nicht xj. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Okay, Ja. vielen Dank. Gut. Ja. Gibt es ist verstanden? Ja. Gut. So. Das ist natürlich an dieser in Folien nur mit 2 Variablen. Wenn Sie mehr Variablen bekommen, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, ist es gleich. Okay? Sie gucken, wenn es gibt zusammen 4 Variablen, dann gibt es zusammen auch 16 verschiedene Vinterne. Dann bauen Sie mit gleichen Mechanismus. Okay. Gut, jetzt fast fertig. Das ist mit sogenannten Normalformen. Und weil wir die Minternen mit Disjunktionsort zusammenbauen, bilden, ist diese Form mit sogenannten Disjunktiv-Normalform genannt. Okay? Gut, dann, wenn wir noch zurückgucken, hier habe ich schon gesagt, bauen wir mit diesen 2 Funktionen mit Ort. Aber wenn diese Funktion können wir auch zusammen mit Xort zusammen machen. Deswegen, es gibt auch gleiche Formen mit Ringsumme. So, Ringsumme ist diese Xort. Wenn wir mit Minternen diese Funktion bauen, dann kann man mit Disjunktiv Normalform und Ringsumme Normalform fast gleich machen. Okay? Gut. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nicht mit Eisen, mit dieser Eins hier zu bauen. Okay, wir können auch die Negation von F6 gucken. Das ist dann 1 nur 1. Können wir dann auch mit dieser Negation von F6, diese Funktion von der Negation hier bauen. Das machen wir weiter nächsten Montag. Dann bekommen wir Max-Tenne und bauen wir mit Konjunktion dann zusammen. Ich habe noch auch ein Bieter, so das habe ich auch heute vergessen. Wir haben diese IEEE 754, 14 Point diskutiert. Natürlich, wie kann ich gucken, ob ich richtig macht. Man kann einfach Internet googeln. So,
Und wir setzen, das glaube ich ist, wie kann das? I3 das suchen wir hier. Ich weiß. So, doesn't work. Doesn't like me. Go here. Right. Egal. Okay. Dann natürlich bekommen wir es schon hier. So, Sie können zum Beispiel direkt hier mit IGPOE-Format gucken. Das ist mit Float. Das ist Command 1.5. Okay? 1.5. Das ist natürlich mit Exponent 2 hoch nur. Und dann Matisse 1,5. Ja? Das kann man richtig darstellen. Dann, was bekommen wir? Exponent ist 1, ist nur. So, es bedeutet, die Darstellung ist nur 1, 1, 1, 1, nur 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, dann bekommen wir hier von dieser Stelle bis dieser Stelle. Ja? Zusammen 8 Bits. Und dann die Matisse haben wir noch eine 1, 1,1. Dann ist die Format hier. Wenn wir über die Hexamer-Darstellung gucken, es gibt zusammen 32 Bits. Dann bauen wir zusammen jede 4 Bits. Die erste 4 Bits ist nur 1, 1. So, nur 1, 1 ist 3. Und dann 1, 1, 1, 1 ist F. Und dann 1, 1, 1 nur ist C. Dann der Rest ist nur. So, deswegen die Hexamer-Repräsentation ist nur X, 3FC, nur. Okay? Dann, Sie können auch gucken, 1,1. Leider kann man nicht genau darstellen. 1,1. Exponent ist noch einmal nur, 2 hoch nur mal 1,1. Leider ist 1,1 nicht mit Fixed-Point darstellbar. Deswegen, es gibt diese Fehler hier. Okay? Und dann bekommen wir diese Matisse, leider nicht genau. Das ist an dieser Stelle. So, es kommt 1, nur, 1, 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 1, nur 1. Okay? Natürlich, diese 1 ist auch eine Approximation. Man kann plus 1 oder minus 1 machen. Ja? So, was kann man genau darstellen? Ist leider nicht 1,1. Wenn wir Unterapproximation machen mussten, dann ist es 1, nur 9999999 nur 463. Wenn wir Oberapproximation machen mussten, dann ist es 1,1 nur 2384. Entschuldigung, und weiter. Man muss weitersprechen. Ja? That means that 1.1 is a terrible thing to do. It doesn't work. Okay. So, goes back to the back and also the error. Wo ist das? Wir öffnen das. So, almost. Not yet. No, I'm not going to play that picture. So, when you look at this block, I mean, you may think that 0.1, oh, it's the same. 1.1 is not representable, and let's put 0.1. So 0.1 is also not perfect. You cannot represent 0.1.
So if you want to calculate something based on a period of 0.1 second, then you're going to get into trouble, right? You may say, well, it's not perfect, it's fine. It has some error, but if you want to do the missile trajectory to somehow, there's an incoming missile, and you want to calculate the trajectory when you try to have the intersection with the missile incoming. You want to do the defense, protection, then you make mistakes in the calculation. You thought that you are calculating the travel distance with an interval of 0.1 second, but you are not doing that. You are actually calculating something slightly different from 0.1 second. And this error is sufficient to either over-approximate or under-approximate the trajectory, and you will not be able to intersect the incoming missile. There was a mistake from the Patriot missiles accident. They could not represent 0.1 exactly since they used a 24-bit floating point. How should you do that? If you want to do 0.1, you should change your unit. Instead of using the unit of seconds, just change that to microseconds. It's 10,000 microseconds. Oh, sorry, 0.1? So, sorry, 100,000 microseconds. Or you change that to millisecond. It's 100 milliseconds. Or you change that to nanoseconds or picoseconds, whatever you want. Make them integer. And then you don't have any problem. And then you will have a problem with the number of bits you have. I probably not do that. Let's not do picosecond. Let's do it nanosecond. If it doesn't work, 24 bits, you have to calculate. The 32 bits? Yeah. Yeah, it's okay with 32 bits. Yeah. Calculate that range. And then you get the right thing. So use integers whenever you can, because you know the errors you are making. Don't just use the 14 points because you have them. They are not perfect. They are not always going to give you the number you want. There's no 0.1. There's also no 0. I'm sorry. I think there's also 0.2 as well. I'm not so sure. I think 0.2 exists. There's also no 0.2. Then 0.25 exists. Yeah. Of course, you have in total a little bit less than 2 to the power 32 different floating point numbers you can use. Some of them are perfectly displayed. Some of them are not, right? So you have to pay attention to the numbers you are using, right? So let's have a look. If you want to represent this number, that's what I meant. You do this plus 1, and you get a big difference, right? So I said earlier today, when the number is big, the granularity is big. When the number is small, the granularity is also very small. So you have to pay attention to that. Otherwise, your mathematics doesn't work for you, okay? We will talk about the mathematics when we are able to do the calculation. At this moment, you still use your brain for this calculation, but we would have to learn how the computer does the calculation. So we do it starting from next week. See you next week.